Also zum Beispiel Leute im Klinikum, glaube ich, verstehen das nicht so ganz, dass du Leistungssportler bist und dass du halt in 7 Wochen eine WM fahren willst und die gucken dich an. 7 Wochen WM. Hey, guck mal. Es geht. Was geht? Na, das ist die kaputte Schulter. Ja, ich hab das schon bald gesehen. Ich hab länger abstützt. Es geht, also es tut null weh. Déjà-vu. 5, 6 Tage. Dann können wir draußen fahren. Schön. Ich habe 3 Tage lang gesagt, ich fahre nur noch Rennrad. Scheiß Downhill. Ja. Dauerhaft auf die Fresse kriegen und jedes Mal mit ansehen und das miterleben, das muss man nicht haben. Ne? Ich plane noch gar keine Rennen. Jetzt weiterhin. Ich glaube, der hat sich ganz leicht verzogen. Ligier war eine komplett neue Strecke gewesen. Ich kannte die noch gar nicht. Sah aber richtig, richtig gut aus, schon beim Trackwalk. Welcome to round 2 in Ligier, France. We're here on practice day at the World Cup, and this is a brand new track this year. It's also a track that the riders have been asking for a long time. It's just one of those tracks that makes you really love riding your bike. I would agree 100%. Amazing track, has everything in it. Es ist sehr viel frische Sachen, extrem breit gesteckt. Das heißt, du konntest verschiedenste Linien wählen und das macht immer Spaß, wenn man sich halt ausprobieren kann. Und was ist schneller und was ist langsamer. Heina, please describe the track. The track. that track in one word. Ja, dann gab es halt noch 2, 3 technische Sprünge dort in der Strecke, halt auch ein relativ großes und technisches Roadgap. Ja, also man hatte schon so 4 Meter Höhe, 4 Meter weiter, also es ist schon kein kleines Gap gewesen. Normally, road gaps are not that big of a deal. Jumps are not that big of a deal at a World Cup. But here, they've been watching, they've been looking, adjusting their speed. It goes to show how difficult this track really is. Ein Absprung aus der Höhe bräuchte so eine Landung, dass man sanft drinnen landen kann. Und die Landung war so. Also wirken in der Landung doch extreme Kräfte. Zu weit weg blöd gewesen, zu kurz wäre auf jeden Fall auch blöd gewesen und zu weit links oder rechts wäre auch schief gegangen. Und das musste halt erstmal ziemlich genau treffen und bei so einer Größe von einem Sprung geht dann einfach auch schnell mal was schief, wenn man es halt nicht richtig trifft. Und das ist halt dann einfach Risiko. Ja, wahrscheinlich geht es wirklich für viele auch um Sieg und Niederlage, ob man ihn macht oder nicht bei dem Sprung. Wenn du ihn nicht springst, umfährst du den Sprung auf einer langsamen Linie, die dich Zeit kostet und womöglich eine gute Platzierung oder den Sieg kosten kann. Also normalerweise komme ich auf einen Weltcup und die Diskussion über den Chicken Line gibt es eigentlich gar nicht. Also es wird halt alles gesprungen und das war bisher immer so. Ich bin noch keinen Sprung bei einem Weltcup umfahren. Und man guckt dann halt ein bisschen nach links und rechts, was machen die anderen Mädels, springen die oder nicht. Sobald ein Mädel so ein Hindernis springt, sitzen alle anderen natürlich unter Zugzwang, es auch springen zu müssen. Und dort ist ganz schwierig zu erkennen, woraus die Motivation kommt, den Sprung zu springen. Weil ich den springen will, weil ich mich gut fühle, weil ich das sehe, dass ich das kann. Oder ob ich den Sprung springen muss, weil die anderen den springen. Ich bin am Samstag irgendwie früh aufgewacht zum Finale, habe super gut geschlafen, war übelst erholt und einfach tiefenentspannt und habe mir wirklich gesagt, nö, den Stress tust du dir jetzt nicht an mit dem Road Gap. Fährst einfach drumrum, fährst sonst halt einen schnellen Lauf auf der Strecke und dann guckst du mal. Und Sonntag früh haben wir ein Video geschickt gekriegt, wo eine Konkurrentin über den Absprung drüber abgerollt ist. Und dann war eigentlich die Euphorie recht groß, weil wir fast gesehen haben, dass das Puzzle ist, das Puzzlestück, was wir noch gesucht haben, um aus dem Kopf herauszukriegen, der Chicken Way kostet mich den Sieg, das Podium, eine gute Zeit. Ich habe angehalten in der ersten Abfahrt, habe es mir angeguckt, dachte, okay, musst schon abbremsen, das ist schon steil, aber könnte schnell sein. Bin es einmal runtergerollt, hat funktioniert, zweite Abfahrt hoch. Jetzt muss ich es natürlich, habe ich mir gedacht, ein bisschen auf Zug fahren, weil es ist ja kurz vorm Rennlauf. Zum Rennen muss es auch schnell fahren. Also bin ich oben schnelles Tempo wie immer in die Wurzelpassage reingefahren und habe erst wirklich in der Kurve angefangen, hart zu bremsen. Es war vielleicht ein kleines Mühe zu spät. Allô? Allô? Are you okay? Don't move, don't move. Oh.
Warte mal 2-3 Tage. Ah. Ich weiß nicht, fühlt sich super gut an. Ich war zum ersten Mal bewusstlos nach dem Sturz. Crazy Gefühl irgendwie. Und dann so wieder zu sich kommt und keine Ahnung hat, wo man ist. Ich wusste, ich bin mit dem Fahrrad gestürzt, so, ne? Ich hatte ja meine Klamotten an und alles, ne? Und ich habe auch sofort gemerkt, dass mir hat das Schulterblatt hinten wehgetan. Ich habe gedacht, das Schulterblatt ist gebrochen. Ich habe gemerkt, dass die Rippe extrem wehtut und mein Nacken hat sich sehr, sehr kacke angefühlt. Ich habe dann auch gleich gesagt, bitte Nacken stabilisieren. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier ist was nicht in Ordnung. Ja, und dann habe ich halt so gedacht, vielleicht hast du dir sogar die Wirbel irgendwie angeknackst oder gebrochen. Man kann es auch runterdrücken. Aber es tut immer weniger weh, das Runterdrücken. Ja, wenn es vielleicht an der Stelle, wo es gebrochen ist, zusammenwachsen will, kriegst du nicht so viel davon. Haben die Ärzte auch gemacht. Ja, ihr ging's, klar, das Auto aufgemacht, die Trage rausgezogen, hat sie mich gesehen. Da war natürlich erstmal, hat sie losgeweint und gemacht. Als ich ins Krankenhaus kam und dann endlich irgendwann das CT hatte und der Arzt und der Pfleger wieder reinkamen und zu mir sagten, ja, sie haben ein gebrochenes Schlüsselbein. Und ich habe die angeguckt. Ja, und mein Schulterblatt und meine Rippe und mein Nacken und mein Kopf. Nee, das ist alles in Ordnung, da ist nichts. Das ist so krass. Das kann jetzt gar nicht sein. Also ich bin so krass hingefallen. Also ich war eigentlich sofort gut drauf und positiv, weil ich dachte, geil, Schlüsselbein gebrochen, Platte drauf, 6 Wochen bin ich wieder fit. Da hat man dann schon wieder drüber nachgedacht, wie sind jetzt die nächsten Schritte, wann geht's weiter. Hey guys, I just wanted to let you know that I'm alright. Alright means that's just my collarbone which is broken. Get this fixed next week and then I'm ready again. Und dann bin ich Montag hier halt wieder zu meinem Arzt auch gegangen. Und er hat sich die CT-Bilder angeguckt und hat gleich gesagt, nee, das Schlüsselbein, das ist eigentlich kein Problem. Und er meinte so, naja, aber deine Bänder sieht aus wie eine Schulter-Eckgelenksprengung. Und ich so, nein, nicht die Bänder. Und die haben es halt nochmal geröntgt. Es war halt schon eine 2 cm Lücke gewesen zwischen Schulterdach und Schlüsselbein. Und daraufhin haben die Ärzte halt im Uniklinikum sofort gesagt, ja, OP. Ja, und dann war ich komplett down. Weil dann habe ich gedacht, gut, krass, Bänder sind gerissen, du musst eine Operation über dich ergehen lassen, also 12 Wochen und die Saison ist durch. Halt. Und da war ich, also Montag war ich richtig mies drauf. Ja, da ging es richtig scheiße. Also die war wirklich am Boden zerstört, kann man schon so sagen. Also Sven hat mich sogar dann aus dem Krankenhaus abgeholt, das war ganz cool. Da habe ich das mal geheult, weil war halt schon, ja, richtiger Schlag ins Gesicht. Und dann läuft dir halt so Sachen durch den Kopf, du hast, was du alles organisiert hast für die Saison, was du alles aufgefahren hast. Ich meine, ich bin halt nur mal alleine mit meinem Team und es bin halt nur ich. Und das ist halt schon irgendwie was anderes, als wenn du in einem Team fährst und dann ist das Team halt trotzdem vor Ort so und das geht alles weiter, auch für Sponsoren und Co. und so. Und das fällst du halt die ganze Saison aus. Bist in Leogang schon kein Rennen gefahren, hast es nicht wirklich gezeigt, was du kannst, bist jetzt schon wieder ausgefallen und fällst wahrscheinlich die ganze Saison halt aus. Natürlich in so einer Phase, so einer Verletzung, denkt man schon drüber nach, was denken die jetzt? Ja, die haben in dich investiert, dass das Team die Marke präsentiert. Jetzt kannst du es nicht machen. Du kannst halt den Leuten gegenüber das auch nicht zurückgeben, das, was sie von dir erwarten halt so. Es kommt schon immer mal ein Tränchen und man denkt halt dann so, und ich kann auch gar nicht also ich konnte mir noch keine Siegerehrung angucken, ich kann mir keine Fotos angucken, ich kann mir keinen Rennlauf von irgendwem von den Mädels angucken. Ich habe dann halt am Nachmittag dem Arthur Bergmann, das ist Chirurg und Sportarzt auch für Mountainbiker, dem habe ich halt das Röntgenbild nochmal geschickt und gefragt, hier, was meinst du, muss man das operieren? Und er meinte halt gleich, du hast ein gebrochenes Schlüsselbein und die Bänder sollen gerissen sein. Das kommt ihm spanisch vor, ich soll unbedingt ein MRT machen. Also, nächsten Tag mich gekümmert, Dienstag, dass ich ein MRT ranbekommen habe. Und dort stand dann drin, dass es keine Ausrengung des Schultergelenks vorhanden ist und dass damit
die Bänder halt intakt sein müssen. Wenn die Bänder halt nicht gerissen sind, muss man es an sich nicht operieren. Dann wird das eigentlich alles so wieder von selbst. Und das ist jetzt erstmal der Weg, dass wir halt das Ganze konservativ versuchen. Idealfall wäre, dass ich in 6,5 Wochen zur WM in Val di Sole so fit bin, dass ich dort konkurrenzfähig mitfahren kann. Es bleibt halt jetzt abzuwarten, wie sich die nächsten Wochen entwickeln, wie stabil die Schulter wird, wie schmerzfrei die Schulter wird, ob der Bruch irgendwie Probleme macht. Geil! Ich bin voll. Easy. Buongiorno, buona domenica. Hello and welcome to the UCI 2021 Mountain. Herzlich willkommen in Val di Sole. Val di Sole ist einfach eine sehr, sehr krasse Strecke. Es ist jetzt irgendwie nicht, weiß ich nicht, eine deutsche Meisterschaft auf irgendeiner deutschen Strecke, wo ich 2 Minuten mal runterrolle, sondern es sind halt 4 Minuten Liegestütze und Handstände machen auf dem Fahrrad. Also vielleicht fahre ich auch hin, fast Training und merke, das ist so krass und dann muss ich abbrechen. Werden wir dann alles sehen.